Also Quaro hat's raus und Klein will noch mehr practicen, aber man soll es nicht übertreiben. Du kannst Schwertskills benutzen, indem du Skill Records ausrüstest. Das habe ich schon beim ersten Mal nicht verstanden, aber das kommt mir schon mit der Zeit. Skill Records, achso, das sind die Dinger, die du, das ist ja auch ein Gacha-Game, wie zum Beispiel Dokkan Battle, aber anstatt für Charaktere zu sammelst du hier für Schwertskills. Und diese Skill Records sind halt diese Schwertskills. Skill Records haben außerdem Ability-Typen mit Effekten, die sich aktivieren, indem du sie einfach nur ausrüstest. Sie werden zwischen Rot und Blau unterschieden. Skill Records funktionieren nur mit spezifischen Waffentypen. Sie werden nicht mit anderen Waffen funktionieren. Okay. Ich gehe einfach mal zu Kirito, damit wir das Tutorial schnell abschließen. Bruder, das ist ja nicht so einfach. Ich muss echt nur den linken Analogstick antippen und schon... Ja, bewegt sich der Charakter. Alright, I don't know what fell behind here. Time to train like I've never trained before. Or at least I wish I could, but... A man's gotta eat, right? I already ordered myself a pizza. Alrighty then, I'm gonna take off here. You're the best, Kirito. You guys too. Catch you later. See you around. Oh yes, do join us again. Huh? The heck? Where's the logout button anyway? Oh, looks like there isn't one on my menu either. No, don't think I found this either. Oh well, the game just started up today, I guess. I suppose there will be a few bugs, but the devs are having a fit. Are you really okay with this? Don't you have a pizza waiting for you? It's gonna get cold, you know. Shoot, you're right. Jeez, cold pizza is worse than a cup full of melted ice cream. Und den Vergleich habe ich schon beim ersten Mal nicht verstanden. Also, wie gesagt, er sagt, er will sich ausloggen, weil er sich eine Pizza bestellt hat, aber der Logout-Button ist nicht da, wie halt im Anime. Und dann sagt er jetzt, ihr habt recht, ich muss mich ausloggen, denn kalte Pizza ist schlimmer als ein Glas oder eine Verpackung voller frisch geschmolzener Eiscreme, obwohl kalte Pizza voll klar geht, finde ich. Aber gut. Is the menu the only way to log out? Is there no other way? There wasn't even anything about that kind of urgent disconnect in the game manual. So that means I either have to wait for someone to fix this bug or wait for someone to pull this gear off my head. Is that what you're saying? This is no normal bug. An unexitable game is a huge problem for the dev team at this game. Yet still there haven't been any announcements or any emergency measures put in place. Something's not right. Maybe they're just flooded with so many requests that they can't keep up. If that was the case, they would just boot everyone from the game until it was fixed. What's going on here? Also es gibt keinen Logout-Button, sie wundern sich warum. Und jetzt werden sie alle teleportiert. What the... Ah! Aber man selber nicht teleportiert, sondern der Bildschirm ist einfach nur schwarz. This is the Teleport Gate Plaza. Look at all these people. Sheesh, this looks like every single player in the game, huh? Und jetzt kommt Akihiko Kayaba. The Game Master. Dearest players, welcome to my world. I am Akihiko Kayaba, now the sole person who holds control over this world. Kayaba is one of the SAO devs, right? You think this is some sort of kickoff announcement? I doubt it. Akihiko Kayaba has completely avoided any public appearances until now. He's never even acted as a game master until today. What's this all about? I am most certain you have all already noticed that the logout button for this game is no longer anywhere to be found. But this is no error. In fact, this is exactly how Sword Art Online was intentionally designed. None of you will be able to voluntarily exit the game until you have reached the top of the castle. Nor will you have yourself rescued from those outside the game stopping your nerf gear, should you try. Your nerf gear's electronic signaler will output high-power microwaves that will destroy your brains and put an end to your waking life. Also wie ihr es wahrscheinlich aus Sword Art Online kennt, man ist jetzt im Spiel eingeschlossen, weil es keinen Logout-Button gibt und selbst wenn einer von außen versucht, das Nerf-Gear vom Kopf abzuziehen, dann werden Mikrowellen sofort eingesetzt und das Gehirn wird frittiert und der Spieler stirbt. Is he saying we could really die? It's not possible, right? I mean, this is just a game, right? And just so you were aware,
We have already witnessed more than a few cases in which the family and friends of your fellow players have ignored this very warning. And as a result, unfortunately, a total of 213 players have been permanently removed from both their lives in Minecraft and their lives at home. Also es gibt schon 213 Spieler, die gestorben sind. What? That can't be true. No way. I'm not falling for that. This is also just some sort of event, right? Some kind of opening story arc, right? All of your real-world bodies will likely be transported to hospitals and other care facilities with your nerve gear intact to receive care. So I ask that you simply relax and focus on making your way through the game. Do you even hear yourself? Make our way through the game? You think we can just go about leisurely playing the game we are trapped in? This isn't even a game anymore. I also ask that you all act with caution, for the world of Sword Art Online is now another reality for all of you here within it. Should your HP fall to 0, your avatars will be permanently erased from the game and your minds in the real will be fried by your nerve gear. There is but one way out of this game. Climb to the 100th floor top of Minecraft, defeat the last boss and beat the game. Beat the 100th floor? You really expect anyone to pull that off? Back in beta no one made it anywhere close. Now, before I go, allow me to prove you that this world is now your real world. A nondescript hand mirror appears in your grasp. The face it reflects back at you is... Achso, und jetzt muss man einstellen, ob man das ändern will. Weil... Also nochmal, wie gesagt, er sagt, wenn man von außen versucht wird zu retten, dann stirbt man. Deswegen werden die Körper gerade in Krankenhäuser gebracht. Und was ich aber sehr, sehr komisch finde, ist der Fakt, dass das Spiel ja quasi gerade erst gestartet hat, aber schon in der realen Welt alle Bescheid wissen, dass man da eingesperrt ist. Das heißt ja, dass entweder Akihiko Kayaba selber oder irgendein Mitarbeiter von seiner Firma das ja direkt gesagt haben muss. Das heißt, er wollte, dass man das sagt. Ultra weird auf jeden Fall. Er hat jetzt jedem Spieler so ein Spiegel gegeben. Und wenn man da reinguckt, dann sieht man halt aus wie in Real Life. Und weil der Charakter, den ich gemacht habe, ist eh schon so, wie ich ihn wollte, dann behalte ich das einfach so. Huh? Why does everyone look different? Different? Whoa, this is just like my real face. Is that you, Klein? That you, Kirito? So that must mean that's der Gefallene. Is that you, der Gefallene? Really? Oh, obwohl ich mein Aussehen halt null geändert habe, egal. Du hast dich kaum verändert, Koharu. I just use my real face. I don't usually play games anyway. I just bought nerf gear for the VR shopping mall. Wait, what? Can't find good clothes with a fake face, right? This is just the same avatar I use for trying on clothes in VR. When I started up the beta, it asked me if I wanted to convert it, and I didn't really know better, so just clicked OK, and it was kind of embarrassing, so I thought I would change it, but I wanted to make sure that Gefallene could still fight me again, so I just kept it. Forget what great pals you are. Is it really that easy to recreate someone's face? The gear has those high-density signalers, right? It scans your face and then creates a lookalike avatar. So that's how it all works then. It measures your height and weight, and when you set it up too, so that's how you did it. These might be digitized bodies, but they look like us, and Kayaba knows that this will force people to think of us as real. I developed nerf gear and SAO solely to create and admire this world, and now my dream is finally a reality. This concludes the official opening tutorial for Sword Art Online. Players, may fate smile upon you. Und dann verpisst sich Kayaba einfach. This is some kind of joke, right? No way. Cut the crap, let's get us out of here. No, I don't want to play anymore, mommy. The plaza is overwhelmed with a mix of screaming, crying and panic. Kirito is no longer anywhere to be found. Oh yeah, we can't go home, huh? We are trapped in here. Koharu sits down in silence, the reality of the situation draining them of hope. Koharu. Hey, you alright? Guess not. Dagefane, can you help me pick Koharu up? Not gonna find much rest around here, I'd say. Let's get away from this plaza. How are you feeling, Koharu? A little better? Yeah. Hey, so where's Kirito? He left town. He's off to whatever it is he can do. I see. I suppose all we need is stand strong now, huh? Sorry for troubling you. Wir haben uns nur Sorgen um dich gemacht, Koharu.
Thanks. Just the thought of being stuck here, it was too much to bear. Hey, we get it. None of us ever expected that. Things would turn out this way, right? What? Where the heck did you come from? I've been here the whole time. You're the one who showed up afterwards, Mr. Samurai Man. Ah, sorry then. I'm no samurai though. The name's Klein. And you are? Call me Argo. Nice to meet you. This is all pretty crazy though, right? You don't seem too put off by it. Seeing everyone else panic kinda helps me focus, but I mean look at you, helping others and stuff. There's not a whole lot I can do, but this other guy, he went right to work, so I just can't sit around crying either. I better head out and meet my pals. They're probably back at the plaza. What? You're leaving us? I've known these guys since our last game. They're noobs in this game too, so I just can't leave them out of here. Right, of course. Come on, don't give me that face. Just hit me up if you need anything. I'll head right out to meet you. I may not look it, but I headed up a guild and some other games. I'm around whenever you need me. Thanks for everything, Klein. Okay, later then. This all feels so unbelievable. It's not a bad dream though, huh? Unfortunately, we are all wide awake. You two got a plan or something? Where are you off to? Also, um das mal zusammenzufassen, Koharu ist zusammengebrochen, weil diese Realität sie jetzt einfach so gepackt hat. Kirito ist abgehauen und Klein hat jetzt sich seine Freunde gesucht. Und Argo fragt uns jetzt, ob wir irgendwas vorhaben, irgendwelche Pläne oder so. Oh, wir müssen irgendwas machen. Where should we even start? I don't understand any of this. Think anyone outside the game can help? I doubt it. It's already been quite a while since we all got logged in, right? If anyone could log in to help, they would probably already have done so. What should we do then? Are we just stuck here forever? Hey, don't ask me. All I know right now is that if we beat level 100, then we beat the game. That's it. If no one can jump in and help, then that's our only chance. Can't say I like it though. Oh, I'm sorry Argo, I know you're just stuck like the rest of us. Don't sweat it. In times like these, it's best to just let it all out. Anywho, what you gonna do from here? You can stay cooped up in town waiting for help that will never come, or work to make your way out of here. There's really only one choice. Also ja, Argo sagt entweder wir versauen hier in der Stadt, wenn niemand kommt, oder wir tun irgendwas, also wir versuchen irgendwas zu tun. Ich plane nicht einfach nur herumzuwarten. Well, first things first, we need coal, also die Währung. Let's just try and stay alive for now and level up our gear and stuff. There are lots of ways to earn coal. Easier is to take down lots of monsters or to do a bunch of quests. Best case scenario, you do both in one go. Can't beat that. Speaking of which, I've got some juicy intel. Think you can go gather up 3 Reckless Fang? The frenzy boar out in Origin Plains drops them. If you bring me a bunch, I'll buy them at a high price. Sounds like a deal? Yup. I want to help too. So just like Klein said, we all got to do what we can. We'll never get anywhere if we just sit around not doing anything at all. That's the spirit. I'll be hanging around over here. Drop by again when you're done, okay? Good luck. Also wir müssen jetzt irgendwelche Fangzähne von Wildschweinen sammeln. Und ja, während das passiert, sage ich mal, ändere ich nochmal die Steuerung. Das heißt, jetzt gibt es gleich nochmal einen kleinen Cut. Okay, wir sind noch in der Stadt. Und ich glaube, da sieht man nicht alle Knöpfe, deswegen muss ich dann wahrscheinlich warten, bis ich da bin. Du kannst verschiedene Menüs, auf verschiedene Menüs zugreifen, wenn du den Menüknopf drückst. Du kannst den Sound und die Kamera ändern, indem du auf Menüsystem und dann Settings gehst. Wenn Anmerkungen bzw. Benachrichtigungen, Geschenke, Einladungen und ein paar andere Sachen ankommen, dann wird das Anmerkungs- oder ich hasse Notification. Ich habe aber gerade das richtige Wort gehabt, jetzt habe ich es aber wieder vergessen. Infos, sage ich einfach mal. Oder ich bleibe bei Anmerkungen. Das Anmerkungen-Icon würde dann aufleuchten. Tap it to check them out. Also einfach draufklicken. You'll be able to get rewards each time you clear one mission. You'll be also able to get... Ach ja, das war ja abgeschnitten. Also kannst eine Mission abschließen und es gibt Badges, um Mission abzuschließen. Also als Belohnung dafür quasi. Okay, gucken wir erstmal. Wir haben erstmal Mission Report, neue Notification, neue Nachrichten.
Okay, sieht mir sehr leer aus. Und Geschenk. Ein paar Stamps, aber ich glaube, die habe ich letztes Mal auch schon gekriegt. Einfach mal alle einsammeln. So. Okay. Okay, wir haben ja alle Knöpfe. Dann mache ich einen kurzen einen kurzen Cut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. Okay. Gut. Jetzt muss ich natürlich immer hier die Kamera drehen mit der Maus. Das ist ein bisschen nervig. Was sagt denn Argo? How you've been? Don't overdo it, ja? Okay. Okay, man muss immer nicht immer auf den Bildschirm klicken. Man kann auch einfach den Action-Button drücken, um weiterzugehen. Ja, ich habe jetzt die Tasten ein bisschen transparenter gemacht, damit ihr die nicht die ganze Zeit so stechend im Blick haben müsst, sag ich mal. Dann habe ich ja das Laufen habe ich jetzt aufs D-Pad geändert. Und die ganzen Commands wie Switch und so auf den rechten Stick. Mal gucken, ob das dann funktionieren wird. So, das mit der Kamera schon wieder ein bisschen. Aber gehen wir einfach mal zu den Origin Planes und sammeln wir die Fangzähne ein. Ja, mir geht das Let's Play schon deutlich schneller als das andere, weil durch das ganze Übersetzen habe ich so viel gestottert, dass ich jetzt einfach schon eine Stunde zusammen habe. Das müsste jetzt, keine Ahnung, vielleicht 40 Minuten sein oder so, aber vielleicht noch nicht mal. Weil ich habe auch sehr viel Zeit damit verbracht, das Programm zu finden, mit dem ich ja, schneiden kann. So, wie war das? Ich glaube, nee, das war das nicht. Das auch nicht. Ja, dann war das... wie komme ich hier raus? Nein, das habe ich getan. Muss ich jetzt ehrlich hier draufklicken wieder? Aber gut, jetzt habe ich wieder mein Schwert. Ich kämpfe wieder mit dem Schwert als so. Okay, gut, das waren die Fangzähne. Ging sehr, sehr schnell. Aber mir läuft das Spiel flüssig, das ist schon mal sehr, sehr gut.